Du beneidest dein Umfeld, dein Freundeskreis, weil vielleicht die erfolgreicher sind als du oder einer von denen erfolgreicher ist als du, weil die Person Ziele hat und nach den Zielen strebt und seine Zeit viel, viel sinnvoller nutzt als du, und du willst das Ganze nicht anerkennen und sagst, nö, warum ist er besser als ich? Das kann doch nicht sein. Der war doch vor 5 Jahren so schlecht und jetzt ist er einfach viel besser als ich und hat viel mehr Erfolg als ich. Das kann doch nicht sein. Und das Ding ist, wie du diesen Neid auffasst. Entweder du fasst es als negativ auf und versuchst die Person in den Dreck zu ziehen und runterzumachen, nur Schlechtes über ihn zu reden, weil das macht dich eigentlich viel mehr kaputt, als du denkst. Oder viel mehr als die andere Person, die du eigentlich runtermachen willst. Weil dann hast du sogar schlechtes Gewissen. Du gehst nach Hause und sagst, ach, war das doch richtig? Habe ich doch das Richtige gesagt? Ey, vielleicht hättest du es doch nicht machen sollen. Und das ist eine schlechte Einstellung. Man sollte Neid viel besser als Ansporn nehmen und sich in den Erfolg anderer hochpushen. Das heißt, die Herausforderung quasi annehmen und sagen, ich kann es besser als diese Person. Weil Neid ist eine ganz, ganz, ganz hohe Form von Anerkennung. Das heißt, wenn du jemanden beneidest, dann erkennst du an, dass diese Person erfolgreicher ist als du selbst. Weil sonst würdest du ja die Person gar nicht beneiden. Stimmt's? Und aus diesem Grund nimm Neid als Ansporn. Und wenn du das als Ansporn nimmst, dann zeigt es eigentlich deine Zielstrebigkeit. Dass du Wille hast, dass du ehrgeizig bist und dass du dich hochstrebst. Mal angenommen, der Nachbar hat ein schönes Auto gekauft. Vielleicht noch größeren Wagen und ja, sportlicher. Und du gönnst das dieser Person gar nicht. Aber merkst du was? Wir reden die ganze Zeit vom Umfeld, von Bekannteskreisen. Jetzt mal eine andere Frage. Warum beneiden wir nicht einen Bill Gates? Warum beneiden wir nicht einen Mark Zuckerberg? Warum beneiden wir nicht einen Jack Ma? Warum beneiden wir nicht einen Scheich sein Öl? Warum beneiden wir nicht wegen seinem Öl? Und das sind halt so eine Sachen. Der Mensch beneidet nur das, was er für machbar sieht. Also was für diese Person halt erreichbar ist. Der Mensch will auch nicht immer alles haben, sondern mehr als die anderen. Und deswegen sind wir des Öfteren neidisch auf auf unser engstes Umfeld, auf unsere Freunde, vielleicht auch Verwandte sogar. Und deswegen macht nicht das Glück anderer zu ihrem eigenen Unglück und nimmt den Neid, den ihr habt von anderen aufgrund ihres Erfolgs, für den eigenen Erfolg als Ansporn.